Ja, okay. Quiz-Taxi Spezial am heutigen Tag. Und das sind zwei Jungs bei mir, die haben insgesamt 3-mal gewonnen. Die Saison ist zu Ende. Normalerweise wären alle weg, aber wegen euch sind die beiden noch hier geblieben. Die hole ich jetzt mal ab. Also, Schmelle, Pischu, auf geht's. Quiz-Taxi Spezial und die Highlights der bisherigen Siege von den Jungs, die könnt ihr euch jetzt mal anschauen. 0,5 Kilometer mehr als ich in meinen besten Zeiten. Jetzt geht es um Geschwindigkeit. Ihr seid ja beide eher vom alten Eisen, aber ab und zu... 34. Ja, 34. Habe ich doch gefragt. Du hast 35 gefragt. Nein, 34 habe ich gefragt. Alter, sag doch 34. Du hast doch 35 Nein, 4. Wie ein altes Ehepaar. Oh nein, Vladi, Alter, ich habe 35 verstanden. Ah, stark, Junge. Ja, Mann! Melle und Pischu sind Derbysieger, hey, hey! Eine kurze Frage, können zwei auf einem Bild gehen? Nein. Ach so, ja, dann ist... Na, brauchen wir nicht lange... Hä? Ich glaube, jetzt nehmen wir B. Bin mir aber noch nicht sicher. Busfahrer. Puff. Was ist das erste Wort gewesen? Gelbe Wand. Stadionwurst. Stadionführer. Wurst. Stadionführung. Wurst. Currywurst. Currywurst. Stadionwurst. Hast du einen von dir aus deiner Liga? Goczałkowice. Jawohl, Alter! Kuschaukowice, Alter. Mit einem einzigen Punkt haben sie gewonnen und die Sieger stehen jetzt neben mir. Marcel Schmelzer und Lukas Piszczek. Quiz-Taxi Spezial. Darauf habe ich mich schon wochenlang gefreut. Ich wusste es schon länger. Ihr habt es gewollt. Jetzt sind sie hier bei uns im Auto. Lukas Piszczek und unser Schmelle. Tschech. 3-mal haben sie gewonnen. 3-mal haben sie ganz souverän den Sieg eingefahren. Und wir fangen auch direkt mal an mit der ersten Frage an euch beide. Wir haben gerade eben Highlights gesehen von euren 3 Siegen. Und meine Frage jetzt lautet, wie viele Punkte habt ihr bei euren 3 Siegen insgesamt geholt? A 69, B 75 oder C 81. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Tipp, weil ohne Tipp geht es hier natürlich nicht. Es ist die gleiche Punktzahl, die ihr in der Meisterschaft 2011 geholt habt. Dann sind es 70. Ihr könnt ruhig miteinander sprechen. Was war B gewesen? 75? Ja, geholfen wird nicht. Ja, 75 war die B. Also, Nein, was B war. 69, Was B war. 75 war B, C Danke. 81. 81. Jetzt bin ich gespannt, was die beiden da machen. 2012 nochmal mehr als 2011 oder war 2011 mehr? Wow. Oh, ich würde aber eher 75 sagen. Sie sind sich nicht ganz sicher. Ich lach mich schlapp. Ha? 69 ist zu wenig, oder? Nein, das ist zu wenig auf jeden Fall. Also 75. Bin mal gespannt. Ich werde auch besser. 2012 haben wir dann mehr gewonnen oder mehr verloren? Wenn die die falsche Antwort geben, schmeiße ich die aus dem Ich Auto. denke, das wird... So, jetzt möchte ich gerne eine Antwort haben. B, 75. Und das ist richtig! Die Seriensieger haben wieder zugeschlagen. Gibt es noch so Momente beim Quiz-Taxi, wo ihr sagt, oh, das verbinde ich direkt mit diesem schönen Spiel? Ja, also damals, wenn wir diese Verlängerung, oder wie heißt das, bei diesem Spiel hatten, gegen Mats und Mario. Stechen, ne? Stechen, ja. Also wir haben gemalt, diese gelbe Wand und so, weißt du? Ja. Dann habe ich gesagt, ein Sieg gegen Mats Hummel schmeckt immer gut. Das ist meine Highlight. Das stimmt. Dem kann ich mich eigentlich anschließen. Ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre beisammen. Was gibt es denn noch zu berichten von euch oder schöne Erlebnisse, an die ihr euch erinnert, abseits von Siegen gegen Bayern, Schalke, Titel geholt? Gibt es nebenher noch Geschichten, wo ihr sagt, Ja, jo, ganz am Anfang, Schmelle und Mats haben sich oft, wie sagt man das? Beschwert. Beschwert, dass wenn der Ball nach rechts kommt, dann kommt er nie wieder. Also, wenn ich zusammen in Kuba gespielt habe, das haben
Das haben wir immer gelacht. Wir brauchen einen zweiten Ball auf der rechten Seite und der Rest von der Mannschaft die andere Ball. Also, das war schon lustig am Anfang. Ja gut, später wurde es ja einfach nur so zum Running Gag. Aber es war ja auch... Mats würde jetzt sagen, es war nicht im Spaß, aber... ist schon, Am Anfang ist, war auch nicht. Ja, ich Aber sag mal, dann haben wir schon gelacht. Ne? ja. Und ihr habt es ja auch sehr häufig sehr gut gemacht. Deswegen sage ich ja auch eher, dass es ein bisschen ein Spaß war. Aber klar, dass Mats auch manchmal einen eigenen Ball braucht, ist auch... Außenrismus daher packen. Ja. Im Quiz-Taxi seid ihr natürlich ein unschlagbares Team. Das haben wir ja in den vergangenen Jahren oft genug mitbekommen. Aber bei BVB TV musstet ihr auch öfter mal gegeneinander antreten. Bevor ich jetzt gleich zur nächsten Frage komme, schauen wir uns mal ein paar Highlights an von euch, wie ihr so miteinander im Duell umgegangen seid. Was für ein geiles Spiel, Mann. Schau, gib mal ein Dankeschön. Ach, das war dieser Dreikampf, ne? Lach nicht mal an. Sag nicht, dir wäre keins mehr eingefallen jetzt. Was denn? Ey, das ist doch lächerlich. Das ist richtig, ey. Lach nicht mal an. Ach, leck mich, ey. Sag mal, was du jetzt als nächstes gesagt hast, ehrlich. Nuri. Alter, Vladi, wenn du jetzt nicht eine Mannschaft sagst, gegen die du ein Tor geschossen hast, ne? Mann, ey! Pokerspiel. Wir sind 1000 andere Freier, aber nicht. Das ist ein Dummkopf. Okay. Okay. Aua. Sehr schön, ne? Ja. Da hat man nur gelacht. Wie gesagt, ihr seid seit längerer Zeit schon befreundet. Was schätzt ihr gegenseitig aneinander? Gute Bremse. Gut aufgepasst, Nobby. Ja, ich habe es gesehen. Hier war ein Äh. Hochzeitswagen vor uns. Soll ich anfangen, oder? Ja, mach das. Ich sag das gleich. Also was schätzt du, Schmelle, an Lukas Piszczek? Ja. Ich habe das ja letztens schon in der DAZN-Folge auch schon gesagt, dass ich Lukas halt einfach auch sehr als Mensch schätze, weil er sich nicht selber wichtiger nimmt als sich selber nicht wichtiger als andere, immer auch an das Team gedacht hat. Und so ist er halt auch als Mensch, dass er immer versucht, für jemanden da zu sein, auch wenn er mal durch eine schwere Zeit geht. Ich glaube, dass man das jetzt auch beim Finale gesehen hat, wofür ich ihn halt auch einfach mega dankbar bin und auch immer sein werde, da ich das nicht vergessen werde, dass er sowas immer auf dem Schirm hat, wenn es jemandem, wie gesagt, nicht so gut geht. Und das zeichnet ihn, glaube ich, einfach auch als sehr, sehr guten Menschen aus. Und dass er zusätzlich auch noch fast jeden Tag gute Laune hat, macht es für die Menschen drumherum noch angenehmer. Also ich würde sagen, fast das Gleiche über Schmelle, nur am Ende ohne die gute Laune am jeden Tag. Piszczek, selbst der Dortmunder Himmel weint heute, dass du gehst. Ja klar. Am Samstag auch schon. Ja, wart ihr beide das letzte Mal hier am Borsigplatz, als wir auf dem Wagen gestanden haben? Ja. Ja, Kann man das überhaupt beschreiben? Ja, also die Bäume waren voll Leuten. Und das war schon geil, ne? Und das war einfach was Schönes. Schade, dass dieses Jahr das nicht passieren konnte. Deswegen denke ich, sind wir auch jetzt hier mit dem Pokal. Das wäre schon was Besonderes wieder gewesen zum Abschluss. Ja, auf jeden Fall. Aber wir wissen, wie die Lage momentan auf der Welt ist und so. Es ist nicht einfach für jeder und wir haben das einfach so akzeptiert und jetzt das Leben muss weitergehen und das machen wir jetzt aus. Wir können ja dann, wenn du dann mal hier bist, mit dem Opel Cabriolet hier rumfahren. Wir machen jetzt schon, ne? Ja, aber ich kann das Dach nicht aufmachen. Es regnet ja auch, zum Glück. Aber Borsigplatz, Schmelle für dich auch,
einfach ein besonderer Platz sicherlich. Ne? Ja, weil so wie du es gesagt hast, meistens fährt man hier lang, wenn man was gewonnen hat. Und das war immer wieder schön. Und ich hoffe natürlich, dass ich das irgendwann dann auch mal vielleicht, dass ich mal hier stehe dann und einer Mannschaft in Zukunft dann einfach auch mal da so gratulieren kann. Und das mal aus der anderen Perspektive dann auch mal sehen kann. Aber ich glaube, das ist schon was Besonderes. Jedenfalls sagen das meine Freunde, die das 2017 hier schon mal mitgemacht haben. Ist langsam schwindelig. Wir haben jetzt die 09. Runde auf dem Borsigplatz gedreht und jetzt können wir langsam rausfahren. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Ihr müsst erraten, welches Spiel es war, was wir jetzt beim Netradio kommentiert haben. Welches Tor es war. Ich mache es euch aber ein bisschen einfach. Es waren nur Tore von euch beiden. Schmelle, du hast einmal ein Tor von Pischo nicht erkannt. Das sollte heute nicht wieder passieren. Und jetzt genau zuhören. Am Ball, jetzt ist der Freistoß freigegeben. Meins. Jetzt kommt er rein vor den Kasten. Müller kann den Ball nur weg. Mein Tor, meins. Ist das das, ja? Tor! 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 Pischo! 90. Minute. Da sagt ja sogar Lukas Piszczek, ey. Ja, aber das sind unsere Tore. Aber wo ist das? Welches Spiel? Ja, das, Das ist das Tor in Mainz, denke ich. Also 2000. Der Schuss war ungefähr 12 Mann. also die Saison, weil da war Chris Löwe da. Perisic war auch da, ja. Also ja, 2012. Richtig! Bravo! Sag mal das erste nur. Süd. Süd. Stück. Süd. Tribune. 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 Bühne. Wie? Die Bühne. Tribune.